Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute bin ich nicht alleine hier, ich habe es ja schon letztens angekündigt, dass nochmal ein Video kommen wird mit Kepso zusammen. Grüß dich, Hallöchen. Moin, ja, vielen Dank dir erstmal, dass ich dabei sein darf und dass wir heute mal so ein bisschen unser, ja, ich sag, gemeinsames Twitch-Projekt, wenn man das so nennen kann, oder Stream ankündigen können und ein bisschen drüber reden können. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, ja, dass wir das da gemeinsam mal was machen können. Wir haben ja schon oft geplant, dass wir mal irgendwas machen, aber irgendwie, es ist immer schwer, so ein bisschen Zeit zu finden, ne, dass man da auch gemeinsam irgendwie am Ende wirklich was macht, ne? Ja, also wir haben auf jeden Fall viel Kontakt, aber meistens irgendwie entlädt sich das nicht darauf, dass wir jetzt so aktiv die Videos zusammen machen, ne? Das ist immer ein bisschen schade. Wir haben auf jeden Fall schon viel vorgehabt, viel vorgenommen. Aber ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir zusammen eine Challenge ankündigen können, wo wir auch sehr lange Zeit miteinander verbringen werden. Und genau, also für die Romantisch. Leute. Ja, das sage ich dir so. Mit Kerzenschein. Ja. Mit Kerzenschein genau durch den Legendary Dungeon, du. Ja, der LD bringt Leute zusammen einfach. Das müsste so deren Slogan einfach irgendwann mal werden, ne? Ja, das ist so. Und genau, ich hatte ja in den letzten Video gesagt, dass sowohl ich als auch Kepso ja, erstmal so unsere eigenen Challenges vorhaben für den LD, aber wir haben auch eine gemeinsame Challenge geplant, die wir auch innerhalb dieses Streams dann auch zusammen vollbringen können, womit wir dann auch starten werden. Und ich denke mal, wir werden mit dieser Challenge starten, weil die wird jetzt im Verhältnis zum Gesamtstream oder zum gesamten LD-Projekt nicht so lange dauern und danach werden wir unsere eigenen Challenges fortsetzen. Das heißt, ich würde erstmal sagen, wir starten mal mit dem, was wir beide geplant haben. Und was haben wir da geplant, Kepso? Ja, also ich habe erstmal geplant, ich hatte erst geplant, meine Shrooms einfach wegzuballern. Ich habe ja 160k aufgeladen. Dorse hat mich dann nochmal ein bisschen gebaitet, dass man eigentlich die 1000 Runs voll machen müsste. Das sind dann nochmal ein paar mehr Pilze, die ich aufladen müsste. Und da wäre ich an sich auch bereit, wenn ich die Pilze natürlich bisher erstmal alle wegbekomme. Weswegen ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen habe, dass man wirklich mal probiert, glatt 1000 Runs beim LD zu machen. Natürlich das alles festhält, ne? Ich möchte dann auch das Gold wieder safen. Eventuell können wir das dann auch so wie beim letzten LD gemeinsam wieder im Stream auch irgendwie verskillen und gucken, was denn 1000 Runs wirklich bringen. Kann man ja dann ein bisschen zusammen festhalten, so wie viel Pilze hat das gekostet, ja, wie lange es, könnte man theoretisch gucken, vielleicht die Streams irgendwie, na, muss man schauen wegen Pause und so in den Streams, aber wie lange das vielleicht ungefähr dauert. Und natürlich, was das am Ende auch bringt. Ich mache das ja hauptsächlich für Seelen und eben für Gold, Base Stats und so weiter. Das wäre so meine persönliche Sache, die ich so anvisiere, weil, ja, hat man das schon mal gesehen, so auf einem Screen 1000 LD-Runs? Ich noch nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Man hat schon 600, 700 gesehen, so von Kovo, Tour und so. Aber so 1000 glatt wäre wirklich eine Nummer. Das würde nochmal Rekorde einstellen, so was das angeht. Das würde wirklich Rekorde einstellen. Vor allem, weil ich auch eben den Gold Pit 100 Rekord anvisiere. Ja. Habe ich jetzt noch diesen LD-Zeit im Sommer und ich glaube die ersten 2-3 Tage vom Herbst-LD. Also ja, muss ordentlich Gas gegeben werden. Und das habe ich auf jeden Fall auch vor. Und die Runs wollen wir dann auch so ein bisschen nebenbei. Ne? Jeder streamt seine Runs, man labert ein bisschen nebenbei. Plus dann eben die gemeinsame Challenge. Aber ja, vielleicht möchtest du noch kurz erzählen, was du geplant hast. Ja, also ich finde das erstmal krass und als du mir erzählt hattest, dass du so vorhattest, irgendwie 800 Runs oder sowas zu ballern, hatte ich dann halt eben auch gesagt, okay, ey, das wird jetzt so ein einmaliges Ding werden, weil ich ja auch meinen 30-Stunden-Stream geplant hatte, dass ich dich dann da auch sehr lange Zeit begleiten kann, dann über das erste und zweite Wochenende dann halt eben und dass man dann halt eben zusammen, beziehungsweise du halt eben alleine auf deinen Account die 1000 Runs voll machst, dass dann auch dort steht da so die 1000 und das halt ein super krasses, krankes Projekt wäre, was neue Maßstäbe setzen würde, so, weil es bisher auch noch niemand erreicht hat und ja, deswegen ist das so auf jeden Fall deine Challenge, wo ich dich auch mit begleiten möchte. Und auf der anderen Seite ist wie so eine Symbiose, begleitest du mich bei meiner Challenge. Und zwar habe ich vor, weiterhin die Zero Death Runs auszubauen und halt eben irgendwann eines Tages, das wird jetzt noch nicht bei diesen LD passieren, aber irgendwann bei der Unsterblichkeitstrophäe, da ja der Gesamtfortschritt immer weiter mitzählt, dort irgendwann eine 100 stehen zu haben bei den Zero Death Runs. Das ist so für mich ein persönlicher Anreiz, weil ich
ich hatte mich beim letzten LD zum King of Zero Death Runs selbst gekrönt gehabt und den Titel will ich auch auf jeden Fall noch irgendwie weiterhin ausbauen und verteidigen. Und für mich ist der LD nicht in erster Linie der Anreiz, möglichst viele Runs zu machen und möglichst viel Gold, sondern versuchen wirklich, dass so gut es geht, das so effizient wie möglich viele Zero Death Runs durchzuknallen und da für mich dann halt noch vielleicht mein Wissen noch weiter auszubauen, wie man möglichst günstig durch den LD halt einfach kommt und so viele Zero Death Runs wie möglich halt schafft. Und ja, dafür ist halt eben dieser große, lange Stream auch geplant. Und das sind unsere Challenges, sag ich mal, für uns selbst. Also du mit deinen 1000 Runs und ich mit meinen Zero Death Runs. Das sind so die Challenges, die über lange Zeit gehen. Aber wenn wir den Stream starten, beziehungsweise relativ früh zum Start des Streams, haben wir auch sag ich mal, dadurch, das hat sich halt ergeben einfach, weil wir ja beide Runs machen, ist dann Cap so auf die Idee gekommen, okay, dann können wir das ja auch irgendwie mit einer lustigen Challenge oder sowas dann verbinden, weil ich ja sowieso auch vorhabe, Zero Death Runs zu knallen, so, dann lass doch einfach irgendwie eine Challenge machen, wer zuerst wie viele Zero Death Runs halt eben macht, und da sind wir auf eine sehr witzige Idee gekommen, ne? Genau, wir haben geplant, also 3 Zero Death Runs ist jetzt mal unser Ziel, ist von der Länge her moderat. 5 haben wir auch erst überlegt, wäre vermutlich zu lang, weiß nicht, wenn wir mal so im Schnitt 1-2 Stunden pro Zero Death Run brauchen, dann können das am Ende 10 Stunden werden, wäre schon nicht ohne. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dann am Stück dann wirklich immer streamen werde. Deswegen haben wir gesagt, 3 Stück ist möglich, ich denke 6 Stunden Stream oder sowas, oder 6 Stunden Challenge, 3 bis 6 Stunden, kann das um den Dreh dauern. Haben wir auf jeden Fall vor, mit Bestrafung, sprich der Erste, der 3 Runs gemacht hat, hat quasi gewonnen. Der Verlierer muss, und das haben wir uns recht spontan ausgedacht, weil wir dachten, es hat nochmal so ein bisschen so einen Anreiz. Weil nur diese Challenge machen, okay, aber mit so einer Bestrafung, die, glaube ich, auch für die Community lustig sein könnte, hat das nochmal so ein bisschen so einen, ja, in Anführungszeichen, Mehrwert. Und zwar wollen wir machen, dass der Verlierer dann ein ganzes Video, so quasi als Zusammenfassung und so ein bisschen über den LD und so weiter, in Englisch machen muss auf seinem YouTube-Kanal. Mindestlänge 10 Minuten und ja, ich glaube, bei Dorsa kennt man das Englisch noch mal ein bisschen besser, manchmal in seinen Videos und Streams, wenn er mal so vorliest, oder Soul King oder Steff Seidel oder ne, was es da für Namen gibt, kennt man ganz gut. Und 10 Minuten absoluter Blockbuster von Dorsa in Englisch. Brecher. Also, bei mir vielleicht ein bisschen besser, aber Aussprache nicht optimal, Fehler können passieren, nicht sehr geübt im Englischen. Deswegen, ja, das kann auch nur, ja, ich fühle mich dabei auf jeden Fall nicht wohl, wenn ich drüber nachdenke, dass ich dann 10 Minuten Video in Englisch mache und das wird dann am Ende die Strafe. Und für den Verlierer. Und ich habe so, also als wir uns das gerade überlegt haben, habe ich so über diese Idee einfach gefeiert, weil das halt nochmal zusätzlich so ein geiler Anreiz ist, halt als erster die 3 Zero Death Runs zu knacken. Und das ist halt eben das, womit wir halt den Auftakt des Streams halt sozusagen starten. Und das wird halt eben auch in dem 30-Stunden-Stream vorkommen, den ich als 30.000 Total Follower Special dann geplant habe, und das ist halt eben auch dann am 4. April findet das Ganze statt, zwischen 15 16 Uhr starten wir da mit dem Stream, und ich denke mal so, jetzt nicht direkt um 15 16 Uhr starten wir mit der Challenge, aber so am Nachmittagabend dann so werden wir dann uns mit Capsule in den Discord begeben und werden da dann relativ früh mit der Challenge starten, weil wir jetzt nicht wissen, wie lange das Ganze dann geht. Und wie gesagt, der Erste, der halt eben 3 Zero Death Runs zusammenbekommt, der ist der Gewinner, und der andere muss dann ein komplettes Video 10 Minuten auf Englisch auf seinen Kanal dann als Strafe hochladen. So. Und das ist richtig, richtig nice, und ich glaube, das ist auch für die Zuschauer sehr cool, weil das dann halt einfach, ja, den Creator sieht man dann in einer etwas unangenehmeren Situation einfach ausgesetzt, was vielleicht für denjenigen nicht ganz so gewohnt ist, weil ich bin sehr self-confident, was so angeht, wenn ich meine Videos mache hier, das sind alles One-Taker auf YouTube, aber bei Englisch, da kracht's und da schallert's aus allen Ecken so, und ich weiß nicht, ich hatte dich noch nicht großartig Englisch quatschen hören so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das echt amüsant sein kann, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, 100%. Ich gebe mir so viel Mühe, dass Capsule das auf jeden Fall machen muss. Ich will dich da sehen. Das wird gut, vor allem halt diese ganzen Begriffe auch in der SF dann auf Englisch, die man vielleicht sonst auf Deutsch benutzt und sowas, ne? So spontan Dinge, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wenn man dann
ja, über irgendeine Währung redet oder was weiß ich. Ja, es kann schon sehr gut werden, sage ich dir ehrlich, ne? Ja, genau. Deswegen. Das Video handelt sich dann nochmal als so kleine Zusammenfassung über den Livestream, den wir dann da zusammen gemacht haben. Und ja, da müssen wir dann irgendwie es schaffen, 10 Minuten zu füllen. So. Ne? Auf Deutsch kein Problem, kriege ich hin, easy, aber auf Englisch Ja, ja. werde ich da mich, glaube ich, oftmals verhaspeln. Und ja, also das Ganze, also das hatten wir jetzt noch nicht gesagt, aber das muss auch ungeschnitten bleiben, ne? Also das wird ein Genau, One-Taker, genau. so, ne? Wird ein One-Taker. Ja, weil sonst kann man ja zu viel schneiden und sich das zurecht Ja, nee, cutten, das wäre so. langweilig. Ja, das muss wirklich eine Aufnahme sein und wenn da halt eben mal eine kurze Zeit ein Strohballen durch den Kopf wedelt, dann ist das halt so. Ja, Dann ist das so, dann ja. ist mal 15 Sekunden Pause, ohne was zu sagen. Oder Ja, ja, zu viele ja, Ams oder was weiß ich so, ne? ja, Ja, also das wird auf ja, jeden Fall sehr cool. Also, wie gesagt, schaltet da auf jeden Fall ein. Das ist, denke ich mal, sowohl für die Challenge, die Kepso davor hat mit seinen 1000 Runs, die er da machen will, auf seinen EU20-Char. Ich switch da mal nebenbei nochmal rüber, weil da hat er ja auch wirklich einen sehr heftig gespielten, da hat er richtig einen aufgespielt da auf dem da Server. hat er einen aufgespielt. Da habe ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen Ja, lassen, da ne? lässt er sich nicht in die Suppe spucken, doch. Also da Genau ist er mit das. seinem Battlemage hier sehr gut am Start und hatte auch einige Rekorde vorzubrechen so. Und wir kennen ja die Klasse des Battlemages. Ich gehe ja öfter in meinen Streams auf die Klasse ein, weil ich ja auch einen sehr krassen Battlemage habe und so und die Klasse halt oft gehatet wird. Und ich sehe es halt wirklich super, super gerne, dass halt so Leute wie Kepso eben diese Klasse auf einen Server wie EU20 repräsentieren, der so competitive ist und einfach mit einer Klasse, die im Early Game jetzt nicht so krass performt, trotzdem hier alles wegdominiert auf dem Server. Und das ist halt einfach sehr nice. Das feiere ich, das supporte ich und da bin ich auch sehr gespannt, ob und wie er die 1000 Runs schaffen wird, um am Ende auch dann natürlich viele Ressourcen zu bekommen für seine Goldmine 100. Wo wir auch nochmal Ja, in ja. Zukunft vorhaben, dann ein Video über den Char hier nochmal ein bisschen genauer dann zu machen. Ne? Ja, ja, wird sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Mushrooms Paid wurden ja irgendwann mal resettet. Hast du das mitbekommen? Jetzt vor kurzem erst, ja, mit Ja, dem ja, neuen Titel- genau. und Taten-Update, ja. Ja, aber es scheint wieder akkurat zu sein. Ne? Ich hatte ja so Road to 1 Million Mushrooms Paid noch. Ich war ja schon so bei 900k. Ja, Und dann war auf einmal wieder zurückgesetzt. Ne? Ich hatte nur noch so 100, also in Anführungszeichen nur 160k. Und ich dachte so, jo, das kann jetzt nicht sein. Aber es ist gut, dass wieder akkurat ist, weil dann kann man vielleicht mal am Ende auch, wenn wir das Video machen mit Gold Pit 100 und so, dann auch nochmal wirklich zeigen, wie viel Mushrooms paid, wie viel dies, wie viel das und jenes. Könnte auch nochmal gut kommen. auf jeden Fall. Ja, ich hab sehr Lust. Ja, sind die 160k oder was du da jetzt aufgeladen hast auf dem Konto, sind die schon bei dir in der Beschreibung mit hinzugefügt? Die 8, Ja, ja, also die sind schon mit drin. einkalkuliert schon. Genau, Okay, ja. ja. Aber wer weiß, wenn ich 1000 Runs wirklich schaffen sollte, dann muss sowieso noch ein bisschen was on top kommen. Ja, also das ist Da schon sind wir echt dann schon. eine harte Challenge. Ich versuche dich da auch wirklich da die Zeit lang so gut es geht zu begleiten und Ja, ja. da dann dich damit anzufeuern, weil 1000 Runs ist auch echt nicht ohne. Das unterschätzt man. Also irgendwann ist nicht mehr der geldliche Faktor so das Problem, sondern wirklich der zeitliche Faktor, ne? Ja, und auch irgendwann, ey, du hast keine Lust mehr und dein Kopf ist irgendwann und die Entscheidungen werden immer schlechter und schlechter und schlechter. Ja. Ja, vor allem, weil wir auch bis spät in die Nacht dann streamen wollen. Und du sowieso mit deinem 30-Stunden-Stream, deswegen das kann am Ende auch, ja, mal sehr interessant werden, wie das dann aussehen wird. Aber es ist cool, guck mal, so der LD, ne, man sitzt sowieso viel am PC, so kann man auch was zusammen machen. Finde ich cool. Ja, ist eine sehr, sehr, sehr geile Challenge von uns beiden so und dass wir da nochmal so eine extra Challenge draus machen, ist wirklich cool. Und ja, bei dir, deswegen machen wir das ja relativ früh zum Start. Ist halt eben so mit der Challenge, dass die ersten Runs, wo wir versuchen, Zero Death Runs zu machen, ist ja, da musst du ja so ein bisschen noch dein Köpfchen so mit einschalten, welche Entscheidungen sind Ja, jetzt so auf die jeden besten Fall. und so. Und wenn wir das dann fertig haben, dann kannst du ja dann auch eher mit ich sag mal, Masse statt Klasse starten dann und dann kannst du die Runs so durchprügeln, musst vielleicht nicht mehr die ganz so viele Gedanken machen und sowas dann, weil es bei dir eher darum geht, die Anzahl der Runs zu schaffen und bei mir geht es eher darum, dann die Zero Death Runs dann halt eben zu schaffen. Das heißt, bei mir ist noch die extra Challenge über diesen langen Zeitraum, über 30 Stunden, auch wirklich immer die richtigen Entscheidungen zu treffen und das wird halt das Harte nachher dann auch werden, ne? Ja, definitiv. Vor allem, weil wir auch schon so ein bisschen drauf gekommen sind, dass, ja, Zero Death Runs, das war ja immer so ein bisschen, ja, ist es mehr Glück, ist es mehr Skill? Aber ich glaube, wir sind uns ja mittlerweile schon einigermaßen, also klar, Glück spielt immer eine Rolle,
Aber man kann schon durch, ich sag mal, Skill hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, aber schon sehr viel rausholen, habe ich das Gefühl. Also man hat es ja bei den Achievements gesehen. Wir waren auf meinem Char U20, du hast mich da ein bisschen durchgecoacht am Anfang. Bumm. Andere Leute haben schon Stunden vorher getryhardet, wir haben es in ein paar Stunden geschafft, da einige Runs direkt zu schaffen. Ja, genau. Also du hattest ja auch schon viele Runs vorher gemacht auf deinem Account, hattest da noch keinen Genau. Zero Death Run, bist aber auch nicht primär drauf gegangen. Und dann kam ich ja in Call und dann hatten wir dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit, ich glaube in 3-4 Stunden oder so, dann schon, ich weiß gar nicht, wie viele Zero Death Runs das waren, 3-4 Stück irgendwie. Ja, war krass. Deswegen, also da kann man schon gut was rausholen und es gibt ja auch diese Tricks so, welches Monster macht ein bisschen mehr Schaden oder wo, ne, da gibt es ja irgendwie, wenn da ein Fragezeichen ist, dann ist da immer ein Monster und sowas, so ein paar kleine Sachen, die ich gar nicht wusste, die du mir dann erst erzählt hast, weil ich dachte, okay, ja, ne, zum Beispiel die Leiche nicht aufheben, die macht mehr Damage als ein Monster oder was weiß ich, was alles war. Mhm. Sind schon interessante Punkte, die, glaube ich, viele auch gar nicht so 100% auf dem Schirm haben. Oder auch, weiß ich nicht, zum Beispiel bei der Flimmerkiste kann man, glaube ich, auch gar nicht ausweichen. Ich glaube, es war bei der Flimmerkiste. Ja, das kann ich dir jetzt 100% gar nicht sagen. Das müssen wir dann wieder testen im Müssen LD. wir nochmal testen, genau. Ja, ist schon wieder ein paar Monate Nee, her. doch, das war nee, ich kann dir das sagen, bei diesen Laternen-Guy, da kannst du nicht ausweichen, da musst du angreifen, Ja, weil der macht extrem wenig Schaden, also der macht nicht viel, den kann man mitnehmen, aber du kannst nicht ausweichen, so war das, ja. Genau, und da gibt es dann Leute, die habe ich nämlich auf Discord dann gesehen, die haben reingepostet, die haben 2 Ausweichruhen und keine Ahnung, noch so ein Buff, also 100% Ausweichen eigentlich, und haben sich dann beschwert, hey, warum wurde ich getroffen, bla 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 bla. Weil die auch gar nicht wissen, dass man bei dem zum Beispiel nicht ausweichen kann, woher auch, oder? Ja, genau. Oder halt eben so Kleinigkeiten wie, wenn auf der linken Seite ein Monster ist, also diese 2 Augen, und auf der rechten Seite ist ein Fragezeichen, dann kann auf der rechten Seite sich schon automatisch kein Monster mehr hinter befinden, weil auf jeder Ebene dir nur ein Monster begegnen kann. Es sei denn, du hast halt eben diese Debuff-Rune, wo ein Monster hinter einer Tür ist, dann kann das immer noch passieren. Aber solche Sachen dann halt eben. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann am Anfang weiß nicht, viel rausholen kann, wenn man das halt eben weiß. Und man kann halt diese Zero Death Run schon so ein bisschen perfektionieren, dass das halt, ja, dass man die öfter bekommt, sag ich mal, als der Durchschnittsspieler. Und das versuchen wir euch dann auch dementsprechend in dem Stream dann zu zeigen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir soweit alles, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Challenge mit dir. Schaut auf jeden Fall bei Capso auch vorbei. Sein Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann werden wir dann euch auch erwarten am 4.4. im Livestream. Und das Wochenende davor, übrigens das erste Wochenende, da sind wir auch schon beide am Ballern. Capso muss ja irgendwie auf seine Anzahl der Runs kommen. Muss. So, aber werden so ein paar kleine Streams erstmal halt. Genau. Ne? So ein bisschen das Warm-up für den 30-Stunden-Stream. Genau, so auf süß. Und das zweite LD-Wochenende ist dann das Hauptevent. Ja. Abfahrt, ja, genau. Ja, bei mir auch, ne? Wochenende komplett frei, da wird reingegangen. Ja, ich hab Bock, ey. Danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte und dass wir hier mal so ein bisschen drüber reden konnten. Immer sehr cool. Mache ich ja nicht so oft mit anderen Leuten. Ja, sehr gerne, hat mich auch gefreut. Ist auch sehr cool, mit dir dann wieder was zu machen, so, weil wir, wie gesagt, auch privat sehr viel Kontakt haben und dann können wir mal einfach wirklich ein paar lange Stunden miteinander chillen dann. Gut. Das wird gut. Freunde, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und verabschieden uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Schreibt eure Meinung mal rein. Seid ihr gehypt? Wie sieht's da aus? Vielleicht ziehen ja auch welche mit. Dann, das wäre natürlich auch sehr cool. Und ja, das war's soweit. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.